Good morning. All day with me hier vandaag zijn dan. Ik wil je begrüßen met een vers uit Kolosser, kapitel 1. We hebben een vers waar Paulus de gemeinde in Kolosser begrüßen deed. Hij zegt dus dit: we wensen jullie genoeg in vrede van God onze Vader. En dat is wat ik in ieder mijn wensen doe. Ik kon je niet alle zijn, vele van jullie waren mij zijn, maar ik zie dankbaar dat ik hier kon wat mitteilen van u God zijn woord van deze morgens. Dat eine Leid, dat zong, door wie dat ben, wat du zegt, zou wie maar eenmaal van Jezus wachtje rutscht. Dat wie de vrouw, du ben in dat eine Leid. En dat andere Leid dat zegt, door wie dat ben, dat de dood heeft geen hol meer aan mij. Er staat niet in de grote vrede waar we kunnen van jou aan denken, dat de dood, die heeft niet meer een hol aan mij. En dat is de dood, dat we niet verloren gaan. Van den dood redt dat door. Dus jaar waar die sterven, waar we hier bij een leven doen, wat we hier voor deze tijd hebben op deze eeuw, das jaar waar die sterven. Maar we durven niet sterven en dat in eigen dood gaan, dat durven we niet. Zo doet hebben we allemaal wel dankbaar voor zijn. En ik wil het eerst aanvangen met een gebed en dan werden we weer ons in het thema vertiefen. Ik heb ons alle opnemen. Gerechter Vater in den Himmel, wir kommen vor dir und wir danken dir für diesen schönen Tag, den herrlichen Tag, wo du gemerkt hast, wo wir können uns in dein Wort nachluten. Herr, wir beten, dass du musst dein Wort segnen, musst du alle Worte bewegen, was dein Wort hier von dir morgens, alle deiner, was dein Wort predigen von dir morgens. Herr, sieh mal in jedem deiner, sieh mal in jedem Tauhorcher, und dass wir da alle eine gesehene Zeit haben, und dass wir da erbüht worden durch diesen Morgen, und dass in jeder einer darf stark worden im Glauben, selber verwaltet worden im Glauben, und dass wir da stark blieben, nicht bloß für einen Tag stark sein, den nächsten Tag schwach sein, aber wir da stark blieben, aber an den Tag, wo du uns was gekommen nehmen. Herr Jesus, wir beten dort in deinen Namen. Amen. Gut. Ich habe das Thema, wo ist mein Hort? Dort ist, wo wir uns von der Wahl vertiefen, und dort werden wir in Lukas Kapitel 17 werden wir uns Wort falsch nehmen. Das erste werden wir durch so Vers 24 bis 25 die Versen durch ein klein bisschen betrachten, und dann wollen wir wieder gehen. Ein verlangt dort eben von der, wenn wir das Wort mitteilen, dann verlangt einem dort, dass alle Bänken voll werden und dass die alle sein können, dass wir uns an sich können sein und Gott loben und preisen im Gesang. Das ist, wo uns verlangt, glaube ich, allererst, ich glaube, von der, glaube ich, denke, wie viel Dollar da an, was wir gehört haben, wie viel wird das wir. Und dort haben wir uns zu freuen, dort wird noch weiter ein Tag kommen, dort wird ewig. War aber durchkommen, dass wir weiter keinen Tag kommen. Aber wir checken Pferde waschen nur den Tag. Aber dort ist, wo wir dann noch Pferde waschen, wir checken dort an den Tag, wo Jesus uns was hier mitnimmt mit dieser Welt. So durch freuen wir uns da. Gut, wenn wir hier in Lukas Kapitel 17, das ist hier so im Vers 22, wo Jesus zu den Jüngern sagt, du wird eine Zeit kommen, wo sie sich wollen wünschen, dass sie den Herrn seinen Tag sein können. En wat meint dat erbij? De gedanken wat ik hier ben vinden in deze vers, dat is wo Jezus, wo de Jünger wo Jezus met de Jünger taub is, en wo zij taubgemeenschap hebben, en zij freuen zich voor wat Jezus door met een taub is, en zij hebben gemeenschap met hem, en zij freuen zich voor hem, en wat hij am taub te horchen, en am Frauen und so weiter. Sie haben die scheinige Gemeinschaft, sie haben Jesus mit ihren Taub und sie wollen sich einfach wünschen, dass diese Zeit mal weiterkommt, dass wir weiterkommen mit Jesus Taub in der Gemeinschaft sind, so sie hier haben am durch mit ihren Taub. Und dort wird der Tag sein, wenn Jesus ich wird sie nicht heute holen. All die Christen, all die, die du angenommen haben als Herr und Heiland, die wird hier nehmen, da wird du so eine Gemeinschaft sein. Dort ist, wo die Jünger ihr hört wir. Die haben ihr hört, wo Jesus wir, du freuen sie sich tun, du haben sie eine gute Gemeinschaft. Und dort wird Jesus will mal dort sagen, dass die wollen sich einen Tag wünschen, wenn das ist mal den Sonntag, wie aus den Herren sind Tag,
Wat kan het zijn dat ze eerst moet gedacht werden op deze Eerd met al dat wat hier op de Eerd vergoed heeft en zo wieder. Vielleicht als dat je was, wo Jezus hand gewesen hat, vielleicht zijn er veel andere dingen. Wir zijn hier een kleine Part davon. En dan jetzt wieder vers 23 en zegt hij, en zij worden nu tegen zijn. Kijk hier, kijk door, aber gut nicht, met door nu te kijken. So, die sollen sich nicht mehr dort vertiefen. Dat is een ding wo wir uns nicht selber vertiefen. Ich glaube, für die wird kein Gottes sein, für die ist es klar. Der ist klar, dass Jesus wird ein Tag kommen und er wird sich nicht, wieder nicht nur an so denken, dass einer wird sagen, oh, du hast der. No, der wird in einen Blitz kommen. Jesus steht in Vers 24, sagt, es steht, willst die Menschen sehen, wird in seinen Tag so sein aus dem Blitz, der über alles dacht, was unter dem Himmel ist. So, hier ist der Jesus, die ging das sehr klar mehr. Ich meine, das sind Worte gesagt worden, die wollen sagen, hier ist der dort wohnt, der dort in Jan Stube, oder Jan Stadt, oder Jan Land, oder wo immer, wenn du wirst uns dort sein, dort der hier sehr klar mehr. Jesus wird so kommen aus dem Blitz schlungen, so von Himmel dagen, wo der Blitz schlungen, du dacht, alle wen ran, von einer Hechchen darauf, dass du alle Tag, so wird Jesus kommen. So, dann hier wieder, Jesus sagt in Vers 24, über Heimat ich noch viel Lieden und von dieser Generation verschmähten worden. Okay, was sagt Jesus mit dit? Jesus, als hij op die ging, wie sagen dat? Hij hat viel geleden. Hij hat, voorts als hij geboren wird, dann muss er auch leden. Dann muss er auch flechten. Seine Eltern müssen mit anflechten, dass er nicht wird angebracht. So, hij muss rein voets muss er flechten. Und so auch wieder, dann wollen sie einfach mal auf eine Stelle von der Steinerkorn drauf schmieden. Du fängt kein an, das fängt alle an, dass die Schriftgelehrten, die wir uns je nahmen, und das fängt an, dass er von Fuß an, als er die Welt wie, so kann der wohl den Jesus von dieser Ehe haben. Der soll nicht mehr auf dieser Ehe sein, und wie weiten dort. So tun braucht Menschen verdammt, zum sehen, was dann. Aber Jesus sagt, dass es steht, was mir hier sehr ein bisschen so reinstecken, da diesen Vers besonders. Das sagt Jesus steht, und von dieser Generation verschmähten worden. Was von der Generation ist das? Diese Generation ist von dann aus Jesus ab diese Erde in heu lebt, die Menschen, die du leben, die Nachkommenschaft, die lebt von dir noch immer. In die Nachkommenschaft, die wird Jesus von der Tag noch einmal verfolgen. Und wo deed die Nachkommenschaft Jesus verfolgen? Wir werden uns mal wat Versen best bechecken. Hier so wenn wir ein klein bisschen trägen, nu wat Vers bechecken, werden wir mal in Apostelgeschichte Kapitel 9, wer die Bibel durchhaft, lest wel ich mit, und wel ich mit dit sein, wenn ich diese Botschaft hier predigen da, und ihr seht dort, da wir immer diese Botschaft hören, und ihr seht dort, seid das stimmt. Und dann hier in Apostelgeschichte Kapitel 9, das ist sehr bekannt, wo wir uns Paulus kennen besingen, wo Paulus du beleben wird. Paulus sein Hort, wo Paulus sein Hort wird. In Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 1 bis 5, du seid dort besonders, wo Paulus Jesus verfolgen wird. Aber ich will Vers 4 und 5 lesen. Er sagt, und er fall ab der Erde und hielt eine Stimme zu ihm sagen, Saul, woran verfolgst du mich? So, wer ist das? Wer sagt das? Zu Saul? Jesus sagt dort. Und dann sagt es, Saul frug, Herr, wer bist du? Und der Herr sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst. Die wird dort schwor worden, jeden die Stachels zu schlagen. Okay, was ist das für eine Generation? Hier so, was Paulus hier so auf dem Weg wie nur Damaskus, wird heute die Christen verfolgen. Dort wir sein Ziel, heute dort mit seinem vollen Hort. Hij hat Bräut gekregen von den Hohepriesters und hij hat mit voller Hort gegen die verfolgten Christen, hij schafft jene Christen. So das wird sein Ziel hier wir, ab dieser Reise, wo wir. Und hier in klein bisschen terug, wenn wir
wenn wir hier kijken, dan, wanneer ik dus zei dat deze generation, wat Jezus dan vervolgd had, der hat Jezus von der und nach einmal verfolgt. Hier so, als Paulus hier so, halt wir danach soll, als soll hier dann die Christen verfolgen wir dort, was sagt Jesus, wem verfolgt er? Jesus sagt, du verfolgst mich. Und weil wir hier denken, Jesus wie hier im Himmel gefahren. Jesus wir auch nicht auf dieser Erde. Und wo kann Jesus dann sagen, du verfolgst mich? Wo wären wir dort? Dort wir uns die Kinder Gottes. Dort ist die Körper Christi in Jesus ist im Himmel. Und wer hier auf dieser Erde von den Christen untosten, der tost Jesus um. Und das wird eine Zeit, wo dort bis 37 Jahre nur Christus in der Zeit, wo soll die Gemeinde verfolgen soll. 37 Jahre. Wordt het nu ungefähr bis 37 Jahre nur Jesus in der Zeit. So hier so, wie sagt Jesus, du darfst mich verfolgen. So die Generation wird hier von reden net in Lukas, dort fingen wir Luther noch in Matthäus. Und nu werden wir noch ein bisschen wieder checken, was Paulus, Luther, als er Paulus, den Namen Paulus hat, wird er dann sagen, der in 1. Korinther 15, wenn die werden durch Hand drehen, 1. Korinther 15, Vers 8 und 9, hier ist es all, wo Saul verändert ist zu Paulus. So hier hat er all in anderer Sinn, hier hat er all für Jesus schaffen, hier schafft er nicht mehr jeden Jesus. Und nun sagt er, was er getan hat. 1. Korinther 15, Vers 8 und 9. Dort sagt er, zuletzt lädt er sich von mir seinen. Aus von einen, der Büter steht, geboren wir. So, hier der Paulus sich mal mit dieser Lehrstau. Er sagt hier, Jesus hat sich loten sein, nur seine Verstehung. Von den 500 Brüdern hat er sich loten sein. Und dann noch Luther Jakobus, von denen hat er sich loten sein. Jesus hat sich loten zu Jakobus sein. Und dann sagt Paulus hier hängen und sagt da, en nu lang Luther, nu maar eenmaal laat Jesus zich nog van mij zijn. En ik ben einer van de geringste, taalt hij zich hier zo nu groot. En dan zegt hij in vers 9, ik zie de geringste van de apostel en zie dat niet wird een apostel genannt te worden, wils ik God zijn gemeente vervolgd heb. So, Gott seine Gemeinde hat er verfolgt. Und wer wir dort, hat er Jesus verfolgt. Dort wird die Körper Christi, Jesus ist dort hoch. Und die Körper, wenn der den verfolgen wird, dann verfolgt der Jesus. Und dann hier sind noch ein bisschen wieder, wenn wir checken down, wo der dort von den Körper Christi, in 1. Korinther 12, Vers 12 wird eindeutig, du sagst dort, wo Paulus noch reden wird, dort die Gemeinde ist die Körper. Wenn die Mensch bloß mal einen Körper bechecken, unseren Körper bechecken, wenn du wer und unseren Körper, wenn wir ihn mit weiter haben, unseren Fout oder unser Hund oder wo immer, wo der dort hinwiesen. Dort wiest Hand, der Kopf, der dort weiten loten, dort wie du als weiter oder du passiert wird, der Kopf, der Fuß, die Gedanken, der Fuß nur der Feit, wenn du wordt weiter unten in Antakte. Und dort ist die Körper und der Kopf, die sind alle taub. Und wenn ich Fout wird euch dann wird der Kopf, der ist gehört zu den Körper. So dort ist, was wir sagen, wo Jesus ist, wo Jesus sagt, du darfst mich verfolgen, wenn du in die Christen gehst. Und dann Galater Kapitel 1, Vers 13 und 14, du sollst dort noch mehr, wo Paulus sagt, was er getan hat. Galater Kapitel 1, Vers 13 und 14 sagt es, die haben doch von mir mein Ferienleben im Judentum gehört, so schrecklich ich Gott seine Gemeinde verfolgt, in Praste zu nichts zu merken. Ich ging im Judentum wieder aus viele andere in meine Zeit, so streng ich mich und meine Futters ihr Gesetz zu holen. Was sagen wir hier so? Die Futters ihr Gesetz zu holen. Paulus, der hat ein Verlangen, der hat sein Hort ganz bern.
Ich gehe für meine Fouders, ich gehe für diese Bräut, die ich habe, ich gehe mit voller Schwung, ich habe mein Hort dabei, ich schauf. Ich schauf für jeden Christen und ich schauf, um die Christen zu verfolgen. Und dann noch ein Vers in Matthäus 24, dort ist auch, wo Jesus von reden hat. Hier redet Jesus von verschiedenen Dingen, die in der letzten Zeit kommen. In Matthäus 24. Wenn wir den Kapitel von 4 durchlesen, und dann bat 35, da wollen wir das sagen, woran Jesus hier sagt, dort diese Generation, die wird nicht utgehen. Dann sagt Jesus, ich sage Ihnen die Wahrheit, diese Generation wird bleiben, aber das alles passiert ist. Was passiert ist? All dort, was nur Jesus in der Zeit wird kommen, dort wird alles passieren, und was immer nur im Kommen ist, was auch vorbei ist, und was auch im Kommen ist. Die Generation, was Jesus verfolgen wird, wird danach immer gegen Jesus gehen und nicht von Jesus weiten will, und nachher immer bloß die Christen mit zu begnädigen, mit zu verfolgen und so wieder, dort nehmen sie zu Jesus. Dort haben sie euch anzutun. Und wie aus Kinder Gottes, weil ich ein Ding zu sagen, wie aus Kinder Gottes, wie man dann so viel Juch leben da, wenn wer gegen mich ist, und mich verspotten hat, wie ein Christi, dann muss wir immer durch und denken, dort, das tun die nicht zu mir, das tun die zu Jesus. Dort werden wir dabei im Denken. So, das ist ein kleiner Part von wo wir dort sagen, wo die Generation von der und Tag noch einmal Jesus verfolgen wird. Wo wen die sind gegen Jesus, die schaffen gegen Christus, die wollen die Christen, das Christenleben uitlassen auf diese Erde. Und ein Mensch, der gottlos leben wird, den ist dort einmal gleich, wenn du in Christus rankommst, und der ist gegen Christus. So dort ist, wo wen die Generation noch einmal Jesus verfolgen wird. Von da, die Nachkommenschaft, die da noch leben wird, die lebt noch einmal, und die steht noch einmal gegen Jesus. Aber so wie das erste Punkt. Der zweite, weil wir bechecken hier so, das sagt hier so in Vers 26, 3 Lukas Kapitel 17, das sagt dieses Stück, Vers 26, und so aus dort in Noah seine Zeit wir, so wird dort auch in den Menschen sehen, seine Deo sein. Den Menschen euten und trunken, Frieden und befrieden sich, aber an den Tag, aus Noah in dort Schöpfen ging, in dort Wuda, Chäum in allem anbrach. En Lot seine Deo, wie dort kriegt so, die Menschen euten und trunken, und kauften und verkauften, und planten und müden. Was soll ich? Was sagt uns das hier? Hier sind zwei Säulen, wo Jesus drei wiesen, der, kijk mal dort so, und zu Noah seine Zeit, dass Gott Noah sein Bühnen schafft. Bühnen schafft, und ich will das reinlassen, ich will Wuderlohn ab ihr kommen, und ich will die Welt ganz vernichten. Das ist ein Ding, wo Jesus drei dort naar de history kijken, naar de Vergangenheit kijken, en sagt, kijk mal, dit is wat er passiert ist. En dan dat er nach drei wiesen, ook nach einer Lot seine Zeit, dit is wat er passiert ist. Du sind, hier darf nicht überfragen, ist das passiert oder nicht, no, dit ist wahrhaftig passiert. Und Jesus sagt, das, was passiert ist, zu Noah seine Zeit, das ist, was zu Lot seine Zeit passiert, und dit ist, wo er nu von reden wird, dit wordt in seine Zeit, wenn Heus wat terugkommt, dann ist dort auch der nächste Stopp. Und dort ist vorig. Ist dort nicht ein fernes Bild? Die Bibel redet viel von drei. Gott, Vater, Gott, Sehen und Geist. Drei Säulen sind hier so. Noah, Lot und dann Jesus. Die drei, die stehen und eins. En karakter wat dit passiert. En dan waren we, nu waren we maar een klein beetje teruggaan, nu dan dit een beetje betrachten hier zo in 1. Mose van Lot, van wat er passiert, wat er passiert als God mal naar Abraham komt en zegt wat hij doen wordt, en dan Lot tot weten laten wat hij doen wordt. Hier so in 1. Mose, Kapitel 18, du sehen wir dort, wo die Herren sind, nur Abraham gekommen, und die sagen, dort Sarah wird in Sehen geboren, und dort sie worden in Sehen haben, ein Jahr wieder und so weiter. Und dann, als sie da weggehen, dann gehen sie in Sodom. Und dann, als sie in Sodom gehen, dann noch sehr wach durchhauen sind, dann einmal dann sagt Gott, wo war ich das von meinen Herren holen, was ich soll, die Generation von merken, dann sagt dort Abraham, was sie im Plan haben. Wenn du ein grautet Jungmarieren vor dem Herrn gekommen, grautet
geklärt, als du je kommt, wo großum dort in Sodom geht. Und dann kommt es, dat de Abraham dat met wat de plan is. En de plan is de stad te verbrennen. En dan als Abraham dat zo, God, was du de stad verbrennen wegen 50 gerechte Menschen? En dan sagt nee, wegen 50 gerechte Menschen wil ik de stad niet verbrennen. En dan geht auf wat 45, en dan geht auf wat 40, dan geht auf wat 30. En je erop wat 20 en je erop wat 10. En hij zegt, wat de stad niet verbrennen, want door 20 gerechte worden zijn. En dan zegt het in vers 32. En de Herr zegt, am 10 Erdhoven, wo ik die niet vernichten. Ich habe sein Gott seine Gnade für eine gerechte Person, dat hij wordt een grote stad niet verbrennen. Wegen 10 gerechte Menschen. So viel Liebe hat Gott für die, die am Trü in Jerusalem dein. Eine große Stadt wird er verschont wegen 10 gerechte Personen. Aber dann Luther dann selber dort. Und hier wären bloß 4 Personen, die hier ausgingen aus dieser Stadt. Und dann sind wir dort wieder. Dann geht es wieder, dann kommen die Männer nu laut, en dan als er bij laut dan zijn, dan hij krijgt de naam, hij wordt de bezorgen, wordt allemaal de veel zum eten en waschen, frisch waschen, zoals het dan moet weer te de tijd. En hij bedankt iemand, en hij neemt iemand zeer vriendelijk op. Deze mannen worden bij Abraham gewassen, deze heren. En dan zijn ze, Hansele en Herholung door, met laut en vrouwen, een beetje als er noch mehr Menschen sind in dieser Stadt und so weiter. Und dann sage ich, bloß diese Familie, und dann sind du noch, in der Stadt, du sind 2 Jungs, die sich wel mit laut seine Tochter befreien. Die sind hier von dieser Stadt. Und dann sehen wir dort hier, dass als laut durchgespannt ist, diese Männer geschaffen haben, bei sein Haus, und die Menschen gaan dan kommt die ganze Stadt rum und die sind ganz voll Horten, voll Schweinerei und sinteljes Leben. Dort ist wo die voll von sind. Du sit later. Und dann hier so, als die Unterhaltung gehört haben, dann kommen die unter der an und redet wieder mit ihren Profi nach Abend zu reden, aber das nicht, die lassen sich nicht anreden von dieser Stadt. Und dann kommt es so weit, nu ist es so weit, nu soll uit diese Stadt, nu soll laut in seine Familie, die sollen eruit. Seine Frau, seine Jahres, und die Schwiegersen, die waren noch nach Eugeboden eruit kommen. Wir wollen mal den 14. Vers lesen, in 1. Mose Kapitel 19, Vers 14. Dort sagt hier das der. Dann ging laut eruit, nur seine Schwiegersens. Das wären Schwiegersens genannt, aber die wir noch nicht befreit zu seinen Darsteller. Das sagt er, der Mann, der sich mit seine Tochter befreien wollen. Heu seht er an, nu ab und verlot diese Stadt, weil der Herr ist ganz reut, diese Stadt zu vernichten, aber die Schwiegersens dachten, heu spust mit an. Was nehmen wir hier uit dieses Vers, wenn laut nu geht, in diese Männer, die sich wohl mit seinen Töchtern befreien, was nehmen wir hier uit, wenn die dann noch bloß ein bisschen spusten und überdacht? Ich wil bloß ein Ding, weil ich Ihnen mitteilen, als das Coronavirus abkam, dann habe ich noch mit Spuß gemerkt. Aber das geht nicht sehr lang, dann der Herr mich sehr umhorten, ein bisschen antuxen, dann der mich denken, halt mal dort, okay, was ist das, wenn das was Irrs war? Einmal was gesagt, Spuß ja fährt Irrs. Und das ist, was hier passiert. Und hier so, als ich dann mit so Spuß merken, aber dort, da mein Wort wieder sehr amtlich. Dort wird der Herr, der redet zu mir. Und ich der Busse drüber. Und so ich kann dort vielmals drauf an, dass wir über verschiedene Dinge Spuß merken. Das ist nicht mit Arachnen, wo Spuß haben, aber dort rein ist, und dort Spuß ist, dort ans Luther nicht Wort dort bieten. Ich glaube, das ist man sehr für abposten. Dann sagt Jesus, sie spusten. Sie dachten bloß, sie spust mit an. Und Lot wie über ihrs. Und von der Tag ist es nicht auch so viel Mut, dass somebody have
dat wo Evangelium metgeduld met een gottlosen Mensch, heeft dat vielleicht auch mit die veel meer metgeduld, en du hast een beetje über gesproken, der wil mir ein bisschen so zijn te verdrehen, oder der wil mir zijn wahr te kriegen, oder so, ein bisschen Spuß über mir. Wo dann, wenn Jesus wird kommen, und wenn dort wird ihr sein, ich habe dort Wort, die sehen mir dort Wort, und ich spuste eben, ich möchte, von der eben, ich Leute dort loslegen. Wanneer wird diese Zeit sein? Wo wir in Hans Spuß gemerkt, eben dort wird ihr sein, in 15 Jahren wieder. Vielmals erst dort, dann erst dort Spuß, so hastig bei uns. Wenn wir hier und denken, wenn wir uns mit dit ein bisschen beschäftigen, wenn wir mal ein klein bisschen wiederlesen, hier ist das, dann sage ich auf Vers 15, als dort den nächsten Tag anfängt zu deuen, pardon der Engel laut in Seden, nu ab, nimm die früh in die 2 Dächter, die hier sind, dort die nicht ankommen, wann diese Stadt bestruft wird. Als heu ab, aber noch nicht, als heu aber noch ein Bett schlürt, nehmen die Männer an in seine Früh, in seine 2 Dächter, bei der Hand, und sie brachten an mit heile Hüt, bad Büter der Stadt. Sie deuten, dit wils der Herr am jenstig wir. In Vers 17 auch kurz, sagt er, als sie die bad Büter der Stadt gebracht haben, sehen sie nu Rat, dort die jün Leben raden, checkt nicht einmal 3, und holt jün nur nicht ab im Tool, rand in de Beulen, dort die nicht auch vernicht worden. Okay? Hier soll nu, wer bleibt hier über? Diese Jungs, die einen Spuß gemerkt, auf was Gott ihnen vertraut hat, die einen Spuß gemerkt haben, die bleiben 3 in der Stadt. Und Lot in seine 2 Dächtern und seine Früh, die gingen rüt. Die waren rüt getraut. Die leuten sich von diesen Engel bereden, dass sie rüt gingen. Und ich habe hier ein klein bisschen gekeken. Als dit für Lot ein Kampf gewesen, dort heute in dieser Stadt, wo er dann wohnt, wo er vielleicht auch Jahren gewohnt hat, ich weiß nicht korrekt die Jahren, aber wo er als Stadt gewohnt hat, und niemand hat diese Stadt verloren, was nahmen die mit rüt? Die nahmen ihre Kleider mit rüt, und die gingen rüt, die waren laarig, all ihr Habengeld, ihr Haus, was immer vielleicht haben gehört, vielleicht haben sie nach was Feuer gehört, vielleicht vor dem Land, oder was immer sie da bei der Stadt gehört haben, dat sie nicht gleich abgeschrieben. Aber was erst alles gewesen? Dann sagt er Jesus in Vers 16. Als hij aber noch in Bett schlürt, so hij schlürt wird. Hij hat like ook gesagt, na, wat dan nu? Nu soll ich hier alles verloren, nu soll ich mein Haus verloren, nu soll ich, was immer ich mir top geschafft habe, alle Jahre, wo ich gelebt habe, dort soll ich mir alle hier loten, und dort soll vernichten, und ich soll rückkommen mit Lade hängen. Ich habe uns mehr verstanden, wie es Mana wie sein sollen, wie gleich uns was top zu schaffen, wie gleich uns was mehr zu nehmen, und wie gleich wieder zu schaffen. Und hier so, wir laut alles mal hängen loben. Rein alles hängen loben. Und dann sagt er, diese Engel, die sagen, bloß wie man hier bei Bifo und der Volk nicht hängen und lernen die Rüten wie ein Waschbad büten. Und dann sagt er, es ist gut Rüt, gut Verwasch, und check nicht dreh. Okay? Was meint er, wenn er sagt, wir sollen nicht dreh checken? Du wollen dann noch ein klein bisschen nehmen. Aber ich will hier ein klein bisschen noch in Vers 23, ich kriege in den Salja Kapitel hier, in 1. Mose Kapitel 19, Vers 23, und dann sagt er, die Sonne, wir abgegangen und laut, die Sonne wir abgegangen aus Lautbad Sauerschein. Dann leut der Herr Schwefelblit in 4 ab Sodom und Gomorra fallen vom Herrn im Himmel. Nu weit wir dort hier so, diese Mana, wo du Spußmerken deuten, aber laut seine Wirt, die sind nu dort so im 4 und ja Schwefelblit und die verbrennen da. Die glauben, dass wir nicht eine ernste Botschaft, was laut zu diesen Jungs sehen. Die bleiben drei. Wohin? Die wieder statt zur Schule. Die wieder zur Schule die Welt hängen zu lassen und mit Rützegung, was Gott will. Die wieder zur Schule.
Und das ist, wo wir in sie Leben leiden. Wat kostet ein Tod? Und kostet das Leben. Danach den eeuwige Tod. Dat we ons dat handelen. Hier sagt dat, was je 3 in vers 17 hier in 1. Mose, vers 17 dat zegt je, check, niet einmal 3. Nu werden we 3 in Lukas. Lukas kapitel 17, war dat 3, nu unser Kapitel, nur den Tag, wat we eerst am Anfang hadden. Hier sagt dat es dit, groot zo, wordt dat ook an den Dag zijn, wanneer de mensen zien wat voor een dag komen. Wer an den Dag ab een Huizendag is, in seine Sachen werden hat, soll nicht raufgehen, die zu holen. Und wer ab der Stab ist, soll nicht nur irgendwo trägen. Denk und lasst seine früh. Was sagt uns das hier so? Dort sieht Gott, der Engel sehen till laut, checkt nicht rein. Von der Tag, wo wir von der Band leben, dann, Jesus hat sonst diese Lehren viele stehen, hat er gehört, ein Jüngling, der kennt mit Jesus und sagt, wo muss ich denn zum Selig werden? Und was sagt er? Er sagt, in alle Geboten, was er holen soll und so weiter, dann sagt er, die fehlt ein. Go vertreib alles und geef het ohne. Okay, was sagt er hier so? Er sagt, kick nicht rein. Wenn Jesus wird kommen, dann ist der Zeit, dass wir nicht wollen, weil trinken. Und weet je, wie kann das und laat sie früh sein? Hier sagt er, Vers 32, wir sollen da umdenken und laat sie früh. Okay, wo ist mein Hort? Ist mein Hort in materielle Dinge, materialische Dinge? Ist mein Hort im Geld bin? Ist mein Hort, ich will bloß schaufen und schaufen zum Reich worden? Na, wat würde ich mal terugkijken, wenn Jesus von dir scheint? Und sie checkt dich nicht an. Was würde mir alles terugholen von der Tag? Wenn ich würde an mich selbst denken, er sagt, wenn du ein Haus hast, check nicht terug, go nicht terug. Und er soll nicht terug und das holen. Dann sagt er, wer sein Leben proeft zu holen, wird das verlieren. Wer verliert sein Leben? Der Mann wird durch Fußmerken leiden und wird die Stadt schuld, der will leider in der Stadt bleiben, der verliert ihr Leben. Der verbrennt durch ein Schwefelblatt. Ich denke, dass ihr was denkt, Schwefelblatt. Wenn ein Schwefel ist eingesteckt ist und der brennt, was der das? Der sitzt so lange, bis das Schwefelblatt rein oder verbrennt ist, das kannst du nicht mitmerken. Mit ihnen Fährst, die wird dicht brennen, die wird lachen und brennen. Schwefelblatt scheint vom Himmel rauf, von dem Herrn, ab Sodom ab und verbrennen die Stadt. Nu, wat wordt wie man terugkijken? Wat wordt ons hier nach Schuld zijn in deze wereld? Van de ene dag, wo so deze tijd wo wir werden leben, wo zoveel van deze krankheid geredet wordt, COVID-19, du hast zoveel wat du van geredet. En de mensen die worden angst. Wo wordt die angst? Han die dit wat Jezus bij net. En als hij dan nach Schuld dat deze stad wordt verbrannt, laat zien früh wat weer de Schuld. Wo dan checkt hij terug? Wie dat niet een fijne beeld, laat zien früh wie uit Sodom buiten. Aber Sodom wie noch nicht uit, laat zien früh buiten. Der dort hat sie nicht grob verweicht gekeken. Dann checkt sie sich an und Gott verdammt die durch mit einem Salzstein. Sodom wie ein laat zien früh ben. So wie du buiten, aber Sodom wie noch in ihr Hort ben. Und dort der Art tragen, nur Sodom. Und dann können sie nicht bleiben wie ein Verweichchen. Was wird uns holen von der Tag, wenn Jesus sagt, komm. Komm, von der ersten Zeit. Was wird uns nach Schuld sein in dieser Welt? Dann sagen wir, wenn wir uns diese Frage stellen, dann was wird uns Schuld sein in dieser Welt, dann sagen wir an laat zien früh denken. Das ist, wo Jesus uns abdenken hält. Dann sagt er, es steht hier wieder, wenn wir uns mal diese Dinge feststellen. Das sagt er, ich sage Ihnen, in der Nacht wurden 2 in ein Bad sein. Einer wird genommen worden und einer wird zurückbleiben. Was für eine schreckliche Zeit wird das sein? Du wollen vielleicht ein paar Leute wollen im Bad sein, vielleicht danach, die schlucken, und der eine Partner, der wird wach sein, der andere wird bleiben. Wo wird das sein? Was für eine grausame Grühl wird das sein? Für die Menschen, die wollen zurückbleiben, die nicht wollen, Jesus hat angenommen als Herr und Heiland. Wer wird sich alle grühlen?
Und dann sagt es das. Zwei Fries waren top, je drei molen, eine wordt genommen worden en eine wordt drei blijven. Zodat wat zo'n duidelijk zijn, zo'n een einbreken wordt er zijn, wat we ons van jou niet denken kunnen. Wat dat wordt voor een einbreken zijn. Von der, wie fallen uns so in eingereden, aus Geschwister, wo wir nicht können topkommen in Gebet, wie fallen uns so in eingereden. Aber ich habe mal an das Ding, du war Menschen top sein, und der wird in eingereden sein für immer. Für immer. Du wird kein Trägkommen sein, du wird keine Hoffnung sein, dass du nach mal wieder, wie wollen nach mal Träg topkommen, nie nicht mehr. Wat niemand meer als dat wordt, dat is voorbij, die tijd is daar. Dan zeg ik, twee mannen worden op de stap zijn, einer wordt genomen worden en einer wordt terugblijven. Wat voor een schrakelige dag wordt het zijn? Wat voor een schrakelige dag wie dat verzouden moest, die verbranden. En die twee warnings, die zijn toen. Jezus heeft ons dus zo zeer klaar gewarnd, dat ten nauwe zijn tijd, we zullen 3 dingen aan dood. En dan te laat zijn tijd, we zullen 3 dingen aan dood. En we zullen 3 dingen aan laat zijn vroeg. En wat hield zij zich nog? Zij worden nog een beetje teruggetrokken, maar dan draait ze 3 en hoort en zij wordt toe verdampt als Timmen zal staan. Wat schrakelijk. Wat van schrakelige dag wordt het zijn. Nu hebben we nog een klein beetje wieder. Een klein beetje wieder, den Draderpunkt. Den Draderpunkt wieder, en dan een goede Schluss haben. Aber ich will uns besonders opmunteren. Ich will uns eine Frage stellen, wie immer das hier nicht. Bist du ein Kind Gottes? Bist du reut für diesen Tag, wenn Jesus wird kommen? Hast du den Frieden, Jesus Christus, an dein Hart? Hat Jesus deine Sinn weggewaschen? Mit dieser Frau. Frau, die du sagst. Wo stehst du mit Gott? Dann hier wieder. Den nächsten Punkt werden wir bechecken, der kommt in Lukas Kapitel 12. Du hast, wo wir wollen ein klein bisschen den andere Richtung. Wir wollen mit einer positive, mit einer friedlichen Schluss, werden wir uns schließen. Hier so in Lukas Kapitel 12, Vers 33. Da finden wir den Vers, was Jesus durch sehr klar anzeigen hat. Er sagt, das steht, Lukas 12, 33, er sagt, verkauft, was ihr haben, und gebt dort den Armen. Verschafft, dient Geldhoschen, die nicht alt worden, und Schatz im Himmel, die niemals aufnimmt, wo die Stille nicht bei können und die Matten nicht fressen. Weils, wo ein Schatz ist, wird auch ein Hort sein. Als het dan niet gemeint, nu zullen we alles verkaufen, alles te zien leiden en nu zullen we gewoon in de brei wonen. Nou, dat is niet wat Jezus meint. Wo ist mein Hort? Ist mein Hort vast aan dit? Wens dat zegt Jezus dit. Weils, wo ein Schatz ist, wird auch ein Hort sein. Sagt Jesus. Jesus sagt uns so klar. Du wirst ein Schatz. Wo ein Schatz ist, du hast ein Hort. Und dann hier wieder, du wie ein Mann, die ist sehr interessant. Das Mann ist auch ein Forma. Und das Forma, als er 3 Verdienstschaffen hat, er hat keine Idee, was die Forma dort in der Hintergrund hat, in sein Huisband, was er für Dinge hat, was arm, was in Sehen sind, was immer, er weiß doch gar nicht. Aber er ist gesandt, 3 den Forma zu dienen. Und hier will ich uns mit dit sagen, dass wenn uns Gott ist, 3 den Herrn zu dienen, der Herr, der im Himmel, der steht, der vor dich mehr, und er schafft immer für uns, er betet für uns, dass wir können stark bleiben und fairweg kämpfen. Aber das Forma, als das ich kämpft zum Ohren, er ist bloß ein Ohrberer. Und als das ich kämpft zum Ohren, dann hat das Forma sein Numm, den Ohrberer sein Numm, ab den Will abgemerkt, dass er wird ein großer Port von der Ohren von den großen vor. Dort ist, wo das wird sein, wenn wir uns hört im Himmel haben, so dass die sagt, Geldtauschen, die nicht vergehen, die nicht Geldtauschen, die nicht wollen verkommen. Dort sagt Jesus das, wo die Stehler nicht wie keinen
nicht bekennen und die Matten nicht verraten. Okay? So das sagt, du sollst wieder sammeln. So das drei Arbeiter hat für den Firma geschafft und der hat sich da was gesammelt mit den Firma, wenn sie den drei Deinen, wir sind nun ab den Willen abgekommen. Je weet wat een will is, niet? Een will is wat is, want we van ons huis, mijn vrouw worden een will maken, we worden dat verschreven, dat wanneer we eenmaal worden sterven, dan gaat dat nur den, wie den genoemd hebben. Nur den, wenn sie noem op den will boven is, dan gaat dat dan gaan, wo dan naar de Kenia gaan en zo wieder. So dat is een will, so dat is wo deze sie noem, ben abgekommen. En dan wieder, en Lukas kapitel 25, waar we doen nog een paar vers lezen en ik wil echt wel gaan ans motor spreken, waar we ons hart, waar we ons vragen, hoe is mijn hart? En wanneer ons hart manchmal is een beetje afgeleid van wo we zullen zijn met Jezus hulp, dan waar we boze doen en tree doorgaan gaan, wo we zullen zijn en voor die wordt nog niemand dat je doen gaan, touwen, merkt de entscheidung. Nu Jezus te doen. Jezus heeft jouw portion. Jezus heeft zo'n schouts, wo die Sterne nicht bekommen, wo die Matten nicht bekennen, wo das rein ist und wo keine Kraft ist von dieser Ehe, wo dort kann wegnehmen. Nu hebben we nog in Lukas kapitel 25, vers 36 lesen, dat zegt dus dit, en als zij zich nog daarvan onderhielden. Hier zo is dat, in deze tijd, we hadden laatst de boodschap van Jezus zien de Christen en Jezus zien de Verstehung. Du hoort we, in dessen kapitel wordt veel ben gelezen, wie me weer valt. Ik vind hier wat gedanken, wat mij gedanken, dat eruit te geven. Hier is erst deze tijd, wo Jesus nog op deze idee. So, hier zo zijn de Jünger met Jezus taub. We hebben de versen lezen, daar hebben we ons een klein beetje bij vertiefen. Dat zegt Jesus dit. Lukas kapitel 25, vers 36. En als zij zich nog daarvan onderhielden, kwam Jezus zelfs met een mank aan in zee. Vrede met u. Dit vers hier zo. Wo is de Jünger ihr Hort? De Jünger ihr Hort is hier, zij unterhielden zich van wat passiert weer. Van wat met Jezus passiert weer. Zij unterhielden zich door en door wie Jezus en meer. Dat is wat Jezus interessiert. Dat is wat Jezus wil hebben, wo wir zullen ons Hort bij hebben. En dan hier zegt dan zegt Jezus zelfs met een mank aan en zee vrede met u. Hij me interessiert dat. Je onderhouden van mij, je kan nog niet alles verstaan, maar ik kom hier in een meer mank. Dan zegt vrede met u. En wir zeiden ons en meinden, ze zouden een yes. Zodat we ze angst voor hadden, dat is wat Besonderes. Nu kwam Jezus te nemen en we dachten, we werden hier allein en nu hostig als er hier, ze hier, nu vervieren ze zich einfach, krügeln ze zich maar een beetje zo. Dan zegt hij, en hij zegt aan, waarom is je de angst en waarom twijfel je? Zo ze zijn een beetje zo vertwijfeld, een beetje denken, wow, wat is dit, wat hebben we hier nu? Zo hostig hier weer aankomen, wie handelen die in de houding en zo wieder. Zo ze gaan ganz, ze een beetje erschrocken zijn ze. Dan zegt het, hier is dit. Kijk naar mijn hang en mijn voet. Dit is wat mij hier zeer richting dat. Ik heb het veel gelezen. Maar het stimmt hier maar zo uit. En dan zegt hij, kijk naar mijn hang en mijn voet. Wat meint Jezus daarmee? Interessiert je dat wat in mijn hang doet, dat gewoon is voor die zinnen, mijn zinnen. En dat mijn voet, dat is gewoon de neel. Interessiert je dat wat ik voor je te doen heb? Kijk naar mij. Je hart, draait dat naar mij. Dat is wat Jezus wil hebben, waar ons hart zal zijn. Bij zijn feit en bij zijn heen. Wat hij heeft gedaan voor ons. Dan zegt hij, en zij dat ik dit zie, zelfs zie, zegt Jezus. Niet dat hij zich nog erklärt, hij zegt, kijk naar mijn feit, kijk naar mijn heen. Dan zegt hij, dat is dit nog geen rond, zegt hij, dat is dit, kijk maar, dit zie ik. Dit zie ik. Krultje niet. Ik ben hier met je top. Dan zei hij, wils en Jezus heeft niet vlees en knerkes, zoals die zijnen dat ik heb. Jezus wie ziet dat, ganz klar. Dan zegt hij hier weer, en als hij dat ziet, wijst hij aan zijn heen en zijn voet. Wijst hij de waarheid. Check hem mal. Vielleicht hat er gesagt, check naar mijn heen, mijn voet. En dan als er dat niet gezegd heeft, trekt er zich vielleicht watschen niet, oder wat einmal heeft er ooit hoort naar heen. En dan zegt hij, check mal hier. Nee, zegt, niet checkt. Dat werkt sie. Dan zegt hij, over ons
sei dort dann für Fried und Wunder nicht leuwen. Seht heute an, habt ihr hier Wort zum Eten. So, wo wir die Jünger erhört. Der Jünger erhört wie hier, das sagt Jesus, dass über uns sei dann für Fried und Wunder nicht leuchten. Seht heute an. Habt ihr hier was zum Eten? Wahrscheinlich. Die freuen sich so. Für Frieden und Wunder, dann haben sie sich so gewundert über Jesus, ich mir wieder am Beten will, haben sich so gewundert über Jesus und haben sich so gefreut, nu leef ans tjeinig. Nu leef ans haar, die haben sie angebracht und draufgelacht, und nu leefde die Städte hier bei uns, die haben sich so gefreut für an. Die haben so ein scheine, friedliche, jäselige, so eine jäselige Environment gewesen. Du moet geen eierrechte erin bij je gehad. Judas weer al wacht, der würde keine Verständnissen bringen. Dit wie hier nu der heilige steht, wo Jesus mit den Jüngern taub wird. Und sie hatten so eine Freude um. Wo groot als meine die Freude um den Herrn Jesus. Wo groot als unsere Freude um den Herrn Jesus. Das sagt Jesus, die können sich nicht verwundern, nicht leugnen oder so wie. Müssen sich so wundern. Really, das so? Wow, das ist so. Und dann wieder, Jesus geht hier wieder, und er geht Luther und sagt, das ist das, in Vers 47, die sollen mit ihrem Zeugnis durchhängen. Predigt dort Wut. Merkt die Botschaft bekommt, was ich dir zu tun habe. Sagt die Menschen wahrscheinlich, dass die hier mit mir taub sind. Fragt die Menschen, dass sie vielleicht auch mal wel een experience sind. Was die haben gehört, die Friede. Dann sagt er, met je een Zeugnis dahinter stehen. Dat Zeugnis. Hast du ein Zeugnis? Hast du ein Zeugnis, dass Jesus die hat vergeben? Jesus die alle Sinn vergeben hat und du bist frei, du bist ein Kind Gottes. Du bist frei. Das sagt Jesus mit je ein Zeugnis. Wie als Kinder Gottes haben alle ein Zeugnis. Wer durch Jesus hat, was hat angenommen, der hat Zeugnis. Aber so weit. Vielen Dank für Tauchhorchen. Ich habe noch ein paar Fragen, weil wir uns noch ein Team hier mit beschäftigen. Wir werden uns noch fragen, wo ist die Hort? In den Material Dingen? Oder was die noch einmal ab der steht, wo die Jesus verfolgen ist, wo die das Wort Gottes nicht geht ist, wenn wer was von Gott vertrauen wird, dann ist die dort im Stich. Was die noch einmal ab der steht, welche Wort ist die Not für die? Er zijn de material dingen maar iemand heel veel weet. Wat we ook maar iemand terugkijken nodig, naar ons huis, of naar ons vorm, maar waar allemaal we zijn. Want Jezus wordt komen, die tijd is op. Wat we nog terugkijken, meer als wat schuld. Oder, wat we zoals de Jünger. Ik kan me niet verwunderen dat nu, dat dit werkelijk zo. Ik zeg hier met Jezus top. Wat we zoals dat. Waar we ons de vrouw staan, waar we ons vrouwen, Wort wie, wo sollst du wie? Weet je wat? Jezus wil niet bloß allein im Himmel gaan. Jezus wil met mij in die Tauben im Himmel gaan. En hij wil niet gaan dat wie zullen we allein zijn. Dat hij wil allein gaan. Hij heeft den Weg opgemerkt en hij wil gaan wie zullen alle doorgaan komen. Gott is zegen met jullie alle en had een gezegende dag. Ja, je broeder, hij wordt hier nog een Schlussgebet doen en dan hebben we nog een Leid. Gott met jullie alle. Yes, good morning all. Ja, ich fühle mich sehr wohl in Beten. Du denkst an so persönliche Menschen, wo du alle waren checken, aber doch noch Frieden mal das tun. Wir haben voll aufnehmen zum Gebet und da Gott noch die kriegen, da steht, was er geredet hat. Lieber Geliebter himmlischer Vater, ich danke dir für diesen schönen Morgen, den du uns gegeben hast und dass wir weitermachen können, einen schönen Dachumfang. Ich mag besonders schön, was du weiter hast, Luten abgehen. Besonders danke dir, dass du hast weiter Luten, der Jelene, dass wir keine Botschaft haben. Wenn wir nicht kennen, die Bilder, eine Kirchengebiete keine Botschaft haben, aber doch, wir können tschüss am Livestream tun. Und wir können einmal weiter so dankbar für sein, dass du dort noch Luten hast. Und besonders bedanke dich für gerade diese Zeit, wo wir werden sein, wo du hast den einzelnen Sinn, die für uns gestorben. Wovon der Leib hat
hoort hij voor ons. En dat we willen bezwaren, wie rekenen de andere mensen, kraken doen hoe we zijn en waar we zijn. En dat we bloos worden om te eer, voor Amma en Amma zijn. En haar moest u met iedereen zijn, wat dit heeft gehoord, en dat hij wordt zijn hart opmerken, en dort aannemen wat hier dit is. En haar moest u dus alle eer krijgen, dat is van deze dag moest dat zegenen, en ons bewaren. Haar juist dit is mijn gebed in die naam. Amen. Amen. Let the promised land untouched by men prepare for the saved and the blessed. As if it was way far away somewhere as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into the hearts of men what the Father has in store. I could sing about heaven for a million years and never get a story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly region could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it all. From the throne there springs a glimmering stream of waters pure and sweet. And it flows by the tree of life on its way to the crystal sea. And the precious stones that the walls rest on are of 12 different kinds. And the night will cease, for the Prince of Peace is the light that forever shines. I will sing about heaven for a million years and never get a story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it all. I could sing about heaven for a million years and never get a story told. Of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million years and still I could never tell it all. John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for a million